Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Anno 1602. Ich bin euer Luminous und in diesem kurzen Video werde ich die wichtigsten Informationen zu diesem Spiel nochmal aufführen, die zwar in meinem Tutorium zum Teil alle erwähnt worden sind, aber hier jetzt nochmal kompakt und visualisiert euch zur Verfügung gestellt wird. Gut, dann fangen wir mal direkt an. Wenn wir unsere Stadt gegründet und die ersten Wohnhäuser platziert haben, haben wir unsere erste Zivilisationsstufe, nämlich die Pioniere. Für den Bau der Wohnhäuser benötigen wir ausschließlich Holz, nämlich 3 Tonnen. 2 Personen können in den Häusern der Pioniere leben. Ja, und unsere Pioniere haben folgenden Bedarf, nämlich nach Stoffen und nach einer Kapelle. Folgende Bauoptionen sind zu Anfang des Spieles freigeschaltet, nämlich das Kontor 1, das Haus, der Marktplatz, die Kapelle, Feldweg und Holzbrücke, Anlegestelle und Fischerhütte, Forsthaus, Jagdhütte, Schafsfarm und die Webstube. Ab 30 Pioniere können wir die Rinderfarm und die Fleischerei bauen, die wohl zu diesem Zeitpunkt effektivste Produktion für Nahrungsmittel. Wenn wir den Bedarf an Stoffen und einer Kapelle geleistet haben, können sich unsere Pioniere weiterentwickeln zur nächsten Zivilisationsstufe, nämlich zu den Siedlern. In den Wohnhäusern der Siedler können nun mittlerweile 6 Personen leben, das heißt eine Verdreifachung der Bevölkerung. Darauf muss man achten und die Produktionen entsprechend anpassen. Für den Ausbau ihrer Häuser brauchen unsere Einwohner 1 Tonne Werkzeug, 3 Tonnen Holz. Also zu diesem Zeitpunkt ist Holz ein wichtiger Baustoff, den wir in ausreichender Menge zur Verfügung stellen sollten. Unsere Siedler haben folgenden Bedarf, nämlich nach Alkohol, Gewürzen und Tabakwaren. Ja, und sie möchten ein Wirtshaus und eine Schule als öffentliche Gebäude. In der Zivilisationsstufe Siedler werden folgende Bauoptionen freigeschaltet. Nach 15 Siedler können wir die Feuerwehr, den Steinbruch, den Steinmetz, die Pflasterstraße und die Steinbrücke bauen. Ab 30 Siedler Kontor 2, Palisaden und das Holztor. Mit 40 Siedlern werden das Weingut, die Zuckerrohrplantage, die Rumbrennerei, Tabakplantagen und Tabakwarenfabrik sowie die Gewürzplantage freigeschaltet. Mit 50 Siedlern das Wirtshaus, mit 75 Siedlern die Getreidefarm, Windmühle und Bäckerei, die wohl effektivste Produktionskette für Nahrung bei Anno 1602. Mit 100 Siedlern können wir die Werkzeugschmiede und die Schule bauen. Mit 120 Siedlern die Erzmine, Erzschmelze und die kleine Werft. Ja, und 120 Siedlern, das ist auch so die magische Zahl, weil wir dann endlich die Möglichkeit haben, unser Werkzeug mit Erzmine, Erzschmelze und der Werkzeugschmiede selber herzustellen und wir die Möglichkeit haben, mit der kleinen Werft endlich Schiffe zu bauen. Mit 200 Siedlern können wir die Schwertschmiede, die Burg, Mauertor und Wachturm sowie Stadttor, hölzerner Wachturm und den Platz 1 errichten. Um unsere Siedler in die nächste Zivilisationsstufe zu bringen, brauchen wir nicht alle 3 Bedarfsgüter, die gefordert werden. 2 reichen, um in die nächste Zivilisationsstufe zu kommen, allerdings Wirtshaus und Schule müssen gebaut werden. Die nächste Zivilisationsstufe ist Bürger. Ja, und in den Häusern der Bürger leben dann mittlerweile 15 Personen, das heißt wieder mehr als das Doppelte, was wieder unsere Bevölkerungszahl natürlich nach oben bringt und wir die Produktion entsprechend anpassen müssen. Für den Ausbau der Häuser benötigen dann unsere Bürger 2 Tonnen Werkzeug,
2 Tonnen Holz und mittlerweile dann 6 Tonnen Ziegel. Ab dieser Zivilisationsstufe wird der neue Baustoff Ziegel entsprechend sehr wichtig. Mit 50 Bürgern in unserer Stadt können wir den Arzt bauen. Und das sollten wir auch dann schnell tun, denn ab diesem Zeitpunkt kann die Pest unsere Stadt heimsuchen. Das gleiche gilt auch für die Feuerwehr, die wir zwar schon früher freigeschaltet bekommen haben, die sollte aber auch spätestens jetzt gebaut sein. Mit 100 Bürgern können wir das Kontor 3 bauen und den Galgen. Den Galgen brauchen wir, weil Diebe unsere Marktkarren zu diesem Zeitpunkt überfallen können. Ja, und der Galgen sorgt dafür, dass wir keine Diebe mehr haben. Mit 150 Bürgern können wir die Kirche bauen. Die Kirche ersetzt die Kapelle. Ja, und wir können zusätzlich noch die Goldmine bauen. Mit 200 Bürgern können wir die Baumwollplantage, die Weberei, Schneiderei und die Kakaoplantage errichten. Mit 210 Bürgern das Badehaus. Wenn unsere Bürger in die nächste Zivilisationsstufe aufsteigen wollen, haben sie folgenden Bedarf, nämlich nach Kakao und nach dem dritten Gut, was sie als Siedler schon gefordert haben. Als öffentliche Gebäude benötigen sie die Kirche und das Badehaus. Haben wir all diese Voraussetzungen geschaffen, haben wir die nächste Zivilisationsstufe, nämlich die Kaufleute. Für den Ausbau der Wohngebäude benötigen unsere Kaufleute 3 Tonnen Werkzeug, 3 Tonnen Holz und mittlerweile 9 Tonnen Ziegel. Also wie gesagt, Ziegel wird in den späteren Zivilisationsstufen sehr stark gebraucht. Ja, und es können 25 Personen in den Kaufmannshäusern leben, was auch wieder fast eine Verdoppelung der Bevölkerungszahl ist. Mit 250 Kaufleuten können wir die Hochschule bauen. Diese ersetzt dann die Schule. Wir können den Goldschmied, den Platz 2 und 3 sowie den Zierbaum und das Kontor 4 bauen. Die höchste Ausbaustufe unseres Kontors. Mit 300 Kaufleuten können wir das Theater und die Kanonengießerei bauen. Mit 400 Kaufleuten die tiefe Erzmine, Musketenbauer und die große Burg. Ja, und mit 500 Kaufleuten können wir die große Werft bauen, die dann die kleine Werft ersetzt. Nun haben wir die Möglichkeit, Handelsschiffe und große Kriegsschiffe zu bauen. Ja, unsere Kaufleute haben folgenden Bedarf, nämlich nach Schmuck und nach Kleidung. Ja, und sie verlangen eine Hochschule und ein Theater. Wenn wir diese Voraussetzungen geschaffen haben, können sich unsere Kaufleute weiterentwickeln, nämlich zur letzten Zivilisationsstufe, die Aristokraten. 40 Personen können nun in den Palästen der Aristokraten leben. Für den Ausbau der Gebäude benötigen unsere Einwohner 3 Tonnen Werkzeug, 3 Tonnen Holz und 12 Tonnen Stein. Mit 600 Aristokraten können wir die Festung bauen, die dritte Stufe unserer Burg, mit 1500 Aristokraten das Schloss und mit 2500 Aristokraten die Kathedrale. Ja, und wir haben noch Sonderbauweisen, nämlich einmal den Triumphbogen, den wir bauen können, wenn wir einen Gegner besiegt haben. Wir können Denkmäler errichten, wenn wir unser Volk weise und gut regieren. Ja, das wären so die Zivilisationsstufen, das, was man für den Ausbau braucht und welche Bauoptionen freigeschaltet werden können. Ja, kommen wir noch zu einem anderen Thema, nämlich die sogenannten Selbstkosten, die ich in meinem Tutorial schon erwähnt habe. Das ist wichtig, wenn wir Waren an unserem Kontor verkaufen wollen. Die Produktion von unseren Waren kostet uns Geld. Ja, und wenn wir das umrechnen, gibt es halt die sogenannten Selbstkosten, die wir
bringen müssen mit dem Verkauf, damit wir wenigstens diese Kosten gedeckt haben. Ja, und wenn wir diese Selbstkosten wissen, können wir unseren Preis am Kontor für unsere Waren natürlich dann festlegen. Achtet nur darauf, dass, wenn die Preise zu teuer sind, keiner diese entsprechend kaufen wird. Ja, ich gehe mal die einzelnen Waren durch und den entsprechenden Selbstkosten. Für Erz sollten wir mindestens 40 Taler verlangen. Selbstkosten für Gold sind 90 Taler. Für Wolle über die Schafsfarm 3 Taler. Wenn wir sie aber in der Baumwollplantage herstellen, sind es 8 Taler. Zuckerrohr hat 11 Taler Selbstkosten. Tabak 23. Schlachtvieh, was in den Rinderfarmen produziert wird, hat 3 Taler Selbstkosten. Das Korn 3 Taler. Das Mehl 9 Taler. Das Eisen 55 Taler. Schwerter haben 80 Taler. Musketen 91 Taler. Und Kanonen 107 Taler Selbstkosten. Lebensmittel, die wir über die Fischerhütte produzieren, haben Selbstkosten von 8 Talern. Der Jagdhütte 3 Taler und mit der Fleischerei 9 Taler. Produzieren wir Brot in der Bäckerei als Nahrungsmittel, haben wir 20 Taler Selbstkosten. Also, wenn ihr Lebensmittel verkauft, solltet ihr wissen, in welchem Weg sie hergestellt worden sind. Tabakwaren haben 68 Taler Selbstkosten. Gewürze 29. Kakao 28. Alkohol über das Weingut hat 31 Taler. Über die Rumbrennerei 28 Taler. Stoffe über die Webstube haben 21 Taler. Und über die Weberei 22 Taler Selbstkosten. Kleidung 27 Taler. Schmuck 127 Taler. Werkzeuge 70 Taler. Holz 2 Taler und Ziegel ebenfalls 2 Taler. Ja, es gibt natürlich noch weitere Informationen, zum Beispiel wie viel Baumaterial brauche ich zum Errichten der Gebäude, wie hoch sind die Betriebskosten dafür und wie hoch ist das Anfangskapital, was ich brauche, um dieses Gebäude überhaupt zu errichten. Wenn gewünscht, kann ich auch diese Daten zur Verfügung stellen. Ich persönlich denke, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wichtig ist allerdings auch noch bei dem Militär entsprechend, welche Kompanien kann ich ausbilden, was haben die für Stärken, was brauchen wir für Ressourcen. Das habe ich aber detaillierter in meinem 4. Tutorium für Anno 1602 aufgeführt. Schaut da einfach mal rein. Ja, ich hoffe, dieses kurze Video mit den Informationen hilft euch, eure Stadt in Anno 1602 erfolgreich aufzubauen. Wir sehen uns weiter zu den nächsten Let's Plays, egal ob jetzt bei Anno 1602 oder einigen anderen Spielen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und sage Tschüss, euer Dominus.